Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, wir haben den 24.11. In genau einem Monat ist Weihnachten. Das hat jetzt heute nichts mit dem Thema zu tun, war bloß heute eine Wahrnehmung von mir. Und wenn wir über Wahrnehmung reden, dann ist das auch vielleicht der Punkt, wenn es um Teamcenter Strukturmanagement geht. Ich weiß nicht, wie weit Sie in dem Thema bei sich drinstecken, aber Sie konnten sicherlich in den letzten Releases wahrnehmen, dass der Umfang im Bereich Strukturmanagement im Teamcenter unheimlich zugenommen hat. Wir machen ja unsere Webinare auch immer über What's New, und wenn Sie das verfolgt haben, dann haben Sie mitgekriegt, dass dort ein Haufen Funktionalität auch in den letzten Releases im Active Workspace zur Verfügung gestellt wurde. Und heute möchte ich das dazu nutzen, mal mit Ihnen über das Strukturmanagement in Teamcenter reden. Dort werden wir jetzt nicht alle Strukturen, die über ein Lifecycle stattfinden können oder erzeugt werden, natürlich abbilden können. Dafür ist die Zeit zu kurz. Aber wir werden uns mal auf die Entwicklungs- oder Designstruktur, die EBOM und natürlich auf die Fertigungsbom mal konzentrieren und was da in Teamcenter möglich ist. Genau. Gut. Das Strukturmanagement war per se eine schon sehr lange eine Stärke von Teamcenter. Aber warum, sage ich mal, unterschiedliche Strukturen eigentlich gemanagt werden sollten, müssen im PLM, ist immer wieder eine Frage, wenn wir Beratung haben bei unseren Kunden, die, sage ich mal, immer wieder hochkommt. Wenn Sie Teamcenter schon länger verfolgen und vielleicht noch mit dem Iman gearbeitet haben, der ja, sage ich mal, auch seine, sage ich mal, ein Teil der Wurzeln von dem heutigen Teamcenter ist, dann hat man dort immer nur eine Struktur gepflegt. Die Zeiten sind vorbei. Das ist das, was wir auch immer wieder feststellen bei unseren Kunden, sondern üblicherweise haben wir unterschiedliche Strukturen. Welche und warum es die gibt, da möchte ich kurz darauf eingehen, so als Basis. Wir haben einmal die Designstruktur, die, je nachdem, mit wem man spricht, natürlich aus der Mechanik kommt. Die Kollegen, die dann hergehen und dort, sage ich mal, ihre Bauteile erzeugen im CAD-System, im 3D-CAD-System und dabei nebenläufig eine Struktur erzeugen. Wenn man mit den Elektronikern, Elektrikern redet, dann machen die genau das Gleiche. Mit jedem Schaltplan, mit jedem Geräteplan, den in dem jeweiligen EDA-System erzeugt werden, ergibt sich automatisch eine Struktur, die im Teamcenter verwaltet wird. Und dann kommen noch unsere Softwerker. Die sind nicht so strukturlastig. Die haben Anforderungsstrukturen, die haben Feature-Strukturen und Funktionsstrukturen, weil die in der Entwicklung ein bisschen anders vorgehen. Aber die Artefakte, die Ergebnisartefakte sind üblicherweise nicht strukturiert in Form einer, sage ich mal, Produktstruktur, sondern die haben Abhängigkeiten zur Hardware, zu gewissen anderen Softwareständen sicherlich, aber es sind auch Strukturen, die dabei entstehen. Gut, wenn man sich die Eigenschaften anguckt, ich habe schon vorausgegriffen, auf der Basis, in der Ebene sind wir noch domainspezifisch unterwegs. Es gibt die Mechanikstruktur, es gibt die Elektronik-Elektrik-Struktur und wir haben auch noch Software-Elemente. Die basieren auf den Entwicklungsartefakten, CAD und so weiter. Entsteht nebenläufig im jeweiligen Autorensystem und die ganze Struktur ist entsprechend aufgebaut oder repräsentiert Teile des Produktes aus Erstellersicht. Das ist üblicherweise so die Ausprägung. Damit kann man nicht loslaufen, damit kann man nicht loslegen. Und wenn es Richtung Produkthaftung geht, kann ich auch nicht nachweisen, wie mein Produkt aufgebaut ist. Deshalb gibt es üblicherweise die EBOM, die Entwicklungsstruktur, die natürlich dann das Produkt als solches aus Entwicklungssicht, sage ich mal, repräsentiert. Das Ganze ist jetzt domainübergreifend, sollte zumindest so sein, und ist üblicherweise auch konfigurierbar. Das heißt, in vielen Firmen ist das eine 150% Struktur, die dann über den einen oder anderen Mechanismus auch mal konfiguriert werden kann, um ein definitives Produkt dann ausprägen zu können. Stellt auf jeden Fall mal den digitalen Zwilling der Entwicklung dar. Damit, also als ich noch konstruiert habe, wurde ich immer angehalten, wie gesagt, fertigungsfähig zu konstruieren. Das hatte nichts damit zu tun, dass wir Drehteile nicht bemaßen konnten oder wie auch immer, sondern dass die Struktur schon so angepasst war,
dass damit in der Fertigung gearbeitet werden konnte. Das ist etwas, was man heute anders macht. Da geht man, wenn man dann die Struktur abgeleitet hat, dann hin und leitet davon dann auch in der Fertigungsvorbereitung, in dem Process Engineering, die Fertigungsstruktur ab. Das heißt, hier geht jetzt ein Fertigungsplaner hin und guckt sich an, was habe ich für Halbfertigerzeugnisse, Rohteile, was muss ich vormontieren, vorfertigen, was kaufe ich zu als Komponentengruppe und strukturiert die ganze Struktur um, entsprechend dem Fertigungsding. Und das nicht nur, sage ich mal, generisch, sondern oftmals auch werkspezifisch. Und diese Struktur hat natürlich auch ihre Eigenschaften. Sie ist domänenübergreifend, aber jetzt auf Basis von Artikelstämmen, Rohteilen und Halbfertigerzeugnisse. Sie strukturiert das zu fertigende Produkt also wie gesagt, generisch und werkspezifisch, das habe ich bereits gesagt, und stellt damit dann auch den digitalen Zwilling der Fertigung dar. Das sind so üblicherweise die Strukturen, die man sieht. Die Ableitung von einer Struktur in die andere, das beobachten wir seit Jahren, passiert händisch. Da sitzen Menschen, die Teile zuweisen, das Ganze umstrukturieren. Und das führt immer zu einem Problem, wenn Änderungen kommen. Diese Änderungsnachverfolgung ist ein großes Thema, ist auch immer eine Diskussion, wenn es ums Change Management geht. Wie kann ich Änderungen nachvollziehen? Wie kann ich Änderungen einfließen lassen? Wann übergebe ich was? In welchem Bereich? Und das ist ein großes Fragezeichen, wie man da umgeht. Oder Fragezeichen nicht. Das Vorgehen ist eigentlich definiert, aber es ist ein großer manueller Aufwand, das Ganze zu tun. Und da kann Teamcenter helfen. Ich möchte jetzt am Anfang mit Ihnen einfach mal, am Anfang einfach mal die Kombination aus Designstruktur und Entwicklungsstruktur uns anschauen. In Teamcenter nennt sich das Design EBOM Alignment, Cut-Part Separation, Cut-Part Alignment. Gibt es viele Namen für. Durchgesetzt hat sich jetzt, soweit ich weiß, mein letzter Kenntnisstand, der ist vielleicht schon wiederholt, der Name Design BOM Alignment. Oder EBOM Alignment, genau. Das ist ein Modul, was es Ihnen ermöglicht, die Designstruktur automatisch mit Ihrer Konstruktionsstückliste, man sagt dazu alignen. Das deutsche Wort dafür, das kann man ausrichten, abgleichen, wie auch immer, abgleichen passt wahrscheinlich am besten. Dass man dort sieht, wie ich zwei Strukturen miteinander abgleichen kann. Wenn Sie selber mal Strukturen abgeglichen haben, dann ist das immer etwas, wo ich sage, ich habe auf der einen Seite eine Struktur, auf der anderen Seite die andere Struktur und schaue mir das genau an. Hier bietet, sage ich mal, Teamcenter die Möglichkeit, in dem Produkt, ist ein Modul, ein Teamcenter-Modul, dort auch die Möglichkeit, Automatismen zu nutzen und die entsprechenden Indikatoren auch zu sehen, wo ich dann sage, ist schon etwas abgeglichen, ich habe Prüfroutinen drin, dass ich dann sehen kann, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze kann man sich fragen, warum ist das wichtig? Inzwischen, wenn man sich anguckt, in der Mechanik, Elektronik und so weiter, werden ja Haufen Daten erzeugt während der Konstruktion, während der eigentlichen Entwicklungsarbeit. Und diese Information möchte man natürlich wieder nutzen, wenn es darum geht, in der eigentlichen Engineering-BOM dann weiterzuarbeiten. Diese Informationen sollten mitwachsen. Das heißt, wenn ich Änderungen oder Ergänzungen in meiner Designstruktur vornehme, erwarte ich natürlich auch selbstverständlich, dass ich diese in meiner Engineering-BOM wiederfinde. Und genau das macht das Design EBOM Alignment. Das heißt, es führt dazu, dass ich geführt, halbautomatisch, automatisch, je nachdem wie die Regeln gesetzt werden, die entsprechenden Änderungen oder Updates überführen kann. Genau. Der Mehrwert ist dann so, dass ich den Benutzer oder derjenige, der verantwortlich ist, um diese beiden Strukturen abzugleichen, dass der diesen ganzen manuellen Aufwand der manuellen Zuweisung und so weiter dort wirklich entlastet wird und auch weniger Fehler passieren können. Das Ganze geht schneller, werden Sie nachher sehen, weil ich halt, wie gesagt, Automatisierungen hinten dran habe, die mir diesen Abgleich möglich machen. Genau. Ich habe eine, wie ich finde, wunderschöne
visuelle Unterstützung bei diesem Abgleich. Ich kriege wirklich gezeigt, welches Design basiert auf welchem oder welches Part basiert auf welchem Design. Und das in einer Ansicht, wo ich beide Strukturen parallel habe. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Und es hat immer jeder die gleiche Sicht darauf und hat die 3D-Visualisierung sowohl auf der Engineering BOM als auch auf der Design BOM zur Verfügung, um dort auch visuell sich anzuschauen, wie die jeweilige Konfiguration aussieht. Und das ist ein guter Punkt. Das heißt, ich muss nicht von meiner Engineering BOM irgendwie geistig ein Mapping machen in meine Design BOM, die sind fest miteinander verdrahtet und ich kann auf der EBOM-Konfiguration, das ist auch ein wichtiger Punkt, ich habe vorhin erwähnt, die EBOM ist meist konfigurierbar. Ich rede über eine 150% BOM, die entweder über einen Product-Konfigurator oder aber über andere Filtermechanismen dann auskonfiguriert werden. Und wenn ich das tue, meine Engineering BOM, dann kann ich die Design BOM entsprechend dieser Konfiguration dann auch visualisieren. Genau. Die Funktion, die mir dazu zur Verfügung steht, ist, dass ich eine Oberfläche habe und Funktionen, die mir das Verwalten, Erstellen und Aktualisieren dieser Zuweisungen zwischen Design und EBOM erleichtern. Da gibt es eine Historie, die geht jetzt schon bestimmt 5, 6 Jahre, sind die Funktionen immer weiter erweitert worden. Inzwischen ist das wirklich eine sehr gute Sache. Das hat zwischendrin mal anders ausgesehen, aber inzwischen ist das wirklich gute Sache. Es sind einige automatische Funktionen dazugekommen, die mir dann wirklich, werden wir auch nachher sehen, per Drag and Drop kann ich Dinge rüberziehen. Automatisch werden im Hintergrund Teile erzeugt und entsprechend aligned und all solche Dinge. Also da ist ein Haufen Automatismen auch am Arbeiten. Und ich kann das auch in die andere Richtung machen. Das heißt, ich kann auch von einer EBOM in meine Design BOM Änderungen übernehmen und so die beiden Strukturen dann auch aligned halten. Geschäftsregeln habe ich schon erwähnt, dass bei der entsprechenden Änderung von Attributen und anderen Elementen diese dann entsprechend übernommen werden. Es gibt Funktionen, die mir es erleichtern, herauszufinden, sind alle Komponenten, die ich wirklich alignen möchte, auch, sage ich mal, zugewiesen in der EBOM. Wenn ich über eine CAD-Struktur rede, möchte ich ja nicht immer jedes Strukturelement, sage ich mal, in meiner EBOM haben. Es ist völlig normal, dass ich mit Hilfsgeometrie, Störgeometrie arbeite, die ja auch ein Objekt im Teamcenter sind. Vielleicht Kundenteile, die ich in meiner EBOM gar nicht haben möchte. Oder aber auch, sage ich mal, je nachdem, wie Ihre Konstruktionsmethoden aussehen, Konstruktionsskelette und andere Dinge, die ich dann in meiner EBOM gar nicht haben möchte. Und hier kann ich, wie gesagt, sehr schön filtern, dass ich auch wirklich nur die relevanten Teile vergleiche mit denen, die wirklich aligned sein müssen. Und ich kann dann halt von einem Designteil auf die zuständigen Artikelstämme, von dem Artikelstamm auf die jeweiligen Designteile zugreifen. Dadurch, dass sie die Connection haben, kann ich dem folgen und sehe dann auch wirklich meinen kompletten Konstruktionskontext. Genau, und die Visualisierung der EBOM auf Basis der 3D-Daten, das ist wirklich ein großer Vorteil, weil wenn ich die EBOM dann im Zugriff habe, auf Artikelstämmen arbeiten, sehe ich trotzdem die Geometrie des Designs, also der CAD-Elemente. Genau. Benutzerführung habe ich schon erwähnt. Das Ganze geht dann auch sehr schnell. Das gucken wir uns besser dann auch im Film an. Es ist eine automatische Generierung da und wie gesagt in beide Richtungen möglich. Die Arbeitsabläufe sind konfigurierbar. Das ist ganz wichtig. Ich habe nämlich, also gerade bei diesem Abgleich der Strukturen haben wir auch gelernt beim Kunden, dass es dort durchaus Unterschiede im Prozess gibt, wie das Ganze abgeglichen werden soll. Sehr produktbezogen und das Ganze funktioniert in einem Szenario, was sehr interaktiv gestaltet ist. Und Vollständigkeitsprüfung, genau. Aktualisieren, wenn wir Änderungen vornehmen, dann haben wir die Möglichkeit, Aktualisierung in beide Richtungen vorzunehmen. Da sorgt Teamcenter genau vor. Also wenn Sie jetzt das Szenario haben,
ich habe einen Design-BOM, die ich revisioniert habe und entsprechend geändert habe, kann ich ganz gezielt diese Änderung in meine Struktur, in meine Engineering-BOM mir anzeigen lassen und Stück für Stück geführt entscheiden, ob ich diese Änderung, wie ich diese Änderung übernehmen möchte. Ob ich den Artikelstamm revisioniere, ob ich eventuell einen neuen Artikelstamm brauche, also ein Replace in meiner Engineering-BOM vornehmen muss. All das schlägt mir das System vor und ich kann das Punkt für Punkt durcharbeiten. Also ich muss da nichts händisch machen und ich kann das Punkt für Punkt durcharbeiten, damit ich eindeutig geführt zu einem validen, konsistenten Ergebnis komme. Das Ganze geht sowohl über den Konstruktion und E-Baum-Struktur, als auch, wenn Sie mit dem Änderungsmanagement arbeiten, über die Änderungszusammenfassung. Sie sehen sofort dann auch, welche Teile davon betroffen sind, wenn Sie mit diesem Änderungsmanagement arbeiten. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Und die Geschäftsregeln, wie gesagt, wann was revisioniert sein soll, wann etwas replaced werden soll, nach dem Verfahren Form Fit Function oder anderen Kriterien können Sie definieren und damit dem Benutzer, der das dann wirklich durchführt, eine klare Guideline geben, an der er arbeiten kann. Genau. Die visuelle Ausrichtung, Prüfung für zugewiesene Designs des E-BOMs ist ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, das habe ich schon erwähnt, dass die geöffnet werden kann und ich kann halt jederzeit Checks laufen lassen. Sie sehen das hier in dem Bild, wir sehen es auch gleich in der Demo, dass es hier diese Häkchen gibt, wo ich sofort mit einem Blick sehe, sind diese Elemente abgeglichen, sind sie up-to-date, sind sie synchronisiert und damit habe ich eine klare Indikation, jawohl, es ist alles in Ordnung mit meinen Strukturen. Und das, wie gesagt, in beide Richtungen, damit ich sicher sein kann, dass die Strukturen, ja, synchron ist das falsche Wort, aber aligned sind, genau, abgeglichen sind. Gut. Design, wichtig ist die 3D-Stücklistenvisualisierung. Ich habe dann, wie gesagt, immer diese Visualisierung zur Verfügung, auch auf der entsprechenden E-BOM. Und da sprechen wir nicht drüber, dass wir Daten duplizieren, sondern über die Connection zwischen dem Design, was ja das CAD-Modell oder die CAD-Modelle darstellen, und dem Artikelstamm. Über diese Connection werden die Visualisierungsinformationen übertragen. Und dabei werden auch solche Sachen wie gepackte, also ich möchte zum Beispiel in meiner Engineering-BOM nur die Anzahl sehen. Ich habe am Auto 4 Räder, im Design, also in der Konstruktion, wenn ich das im CAD mache, sind meine Räder absolut verbaut. Das heißt, ich habe vorne rechts, vorne links, hinten links, genau 4 Räder platziert. In meiner Engineering-BOM interessiert mich aber nur Anzahl 4 Räder. Wenn ich das visualisieren will, brauche ich ein einigermaßen intelligentes System, das mir nachhält, welche Verbauung, welches Stück ist hinten dran. Und das ist etwas, was, wie gesagt, über diese Lösung Design und E-BOM Alignment gelöst wurde. Genau. Das Ganze auf Echtzeit, da wird nichts synchronisiert, dass ich erst etwas machen muss, sondern ich schaue immer auf diese CAD-Daten. Das heißt, auch wenn die entweder verändert wurden oder entsprechend freigegeben wurden, dann sehe ich diese Änderung dann auch live auf meiner E-BOM. Gut. Wie sieht so ein Szenario aus? Ich kann mir von der Konfiguration her, ich kann mir eine Produktkonfiguration aus meiner 150% Struktur machen. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Mechanismen, wie man das im Teamcenter machen kann. Ich habe aber immer die Möglichkeit, also Produktkonfigurator oder andere Mechanismen einzusetzen, um meine Struktur kleiner zu kriegen. Wenn ich das getan habe, also definiert kleiner zu kriegen, wenn ich das gemacht habe, kann ich diese mir visualisieren. Und zwar aufgrund des Alignments, was ich vorher durchgeführt habe. Und kann das dann für alles Mögliche verwenden. Ich kann das dann, diese konfigurierte E-BOM kann ich dann nehmen und kann dort alle möglichen Analysen machen für die Fertigung, für was weiß ich, Packaging, also Zusammenbau und all solche Dinge. Diese Möglichkeiten habe ich. Wie gesagt, muss ich nicht auf der CAD-Struktur machen. Gut, genug der
grauen Theorie schauen wir uns das mal an in einem Film, wie das Ganze aussieht. Sie haben hier, sehen Sie den Active Workspace. Alles, über was ich jetzt geredet habe, ist der Active Workspace. Der Rich Client hat diese Funktionalitäten in der Form nicht zur Verfügung. Wenn ich ein Produkt öffne, jetzt mal hier eine Designstruktur, dann sehen Sie, muss ich wieder ein bisschen zaubern, das ist eine Kaffeemaschine von Bosch, genau. Aber ansonsten sehen Sie, dass ich hier Informationen habe auf meiner Struktur, die wesentlich sind. Ich habe nämlich hier die Information, ob ein Part required ist. Das heißt, bei Anlage meiner CAD-Struktur definiere ich, ob ich einen Teil, einen Artikelstamm erzeugt haben möchte für dieses Design. Das kann ich auch, das sind Metadaten, das kann ich auch während meiner Entwicklung noch ändern. Aber aufgrund dieses Merkers wird dann auch, wenn ich dieses Alignment durchführe, dort ein neuer Artikelstamm erzeugt, wenn ich neue Teile habe oder nicht. Damit kann ich, ohne dass ich CAD-Funktionen anwenden muss, was weiß ich, gibt es ja alle möglichen Settings, wie ich Geometrie, die ich im CAD habe, nicht nach Teamcenter schaufeln brauche. Hier kann ich hergehen und kann sagen, dass diese Einstellungen, die kann ich ignorieren. Ich nehme meine CAD-Struktur oder meine Designstruktur so, wie ich sie brauche und lege hier jetzt fest, was ich wirklich als Artikelstamm wirklich benötige. Und das ist schon, sage ich mal, eine schöne Sache. Wenn ich jetzt hier dieses Malwerk mir anschaue, genau, dann sieht man, dass dort immer wieder Komponenten dabei sind, die wirklich überhaupt keinen Teil brauchen oder keine Teile haben wollen. Und wenn ich jetzt hier genau, das Motorhousing noch mal die Struktur ein bisschen anschauen, wenn ich jetzt hier diese Information abändere und entsprechend dann das Alignment durchführe, dann werden die entsprechenden Informationen auch erzeugt. Teamcenter hat ja, ich glaube, mit der Version 12 diesen Change in Context gekriegt. Das heißt, wenn Sie Elemente oder wenn Sie Änderungen vornehmen und Sie haben diesen Active Change aktiviert, dann werden alle diese Änderungen in diesem Kontext vorgenommen und Sie müssen später nicht die Elemente in die betroffenen oder in die Solution-Elemente, sage ich mal, aufnehmen, sondern das macht das System selber für Sie. Das ist das, was er jetzt hier macht, dass er diesen Change aktiviert und jetzt seine Änderungen an der Struktur vornimmt. Dazu selektiert er jetzt dieses Malwerk und Sie sehen, da sind überhaupt keine Teile dazu aligned. Er legt jetzt ein Teil an und füllt die entsprechenden Attribute aus und sagt dann auch ein paar Informationen, die da dranhängen, also dass das entsprechende Design required ist. Das heißt, er braucht zwingenden Design unter dem Part. Auch das kann ich festlegen, dass ich dort die Informationen habe. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist für diese Struktur Grinding Gear Unit, also für dieses Malwerk, habe ich jetzt einen Kopf erzeugt, einen Artikelstamm und führe jetzt die Funktion dieses Alignments aus. Sie sehen selber, die eine Struktur ist leer, die andere Struktur ist gefüllt. Das ist ja auch meine Designstruktur. Ich habe jetzt, sage ich mal, alle möglichen Fenster noch offen. Das wird jetzt minimiert. Und ich selektiere die Strukturelemente und ziehe die hinüber auf diese Struktur. Und dort wird jetzt dieses Alignment durchgeführt. Kann ich auch sagen, bei großen Strukturen im Background. Ansonsten macht er das in Ihrer User-Session. Das heißt, Sie müssen einen Moment warten. Und er sagt auch, dass diese 27 Elemente, und das sind dann die entsprechenden Artikelstämme, dort eingefügt hat. Entsprechend den Settings, wenn sie vorhanden waren, ist das ein einfaches Zuweisen. Wenn die noch nicht vorhanden waren, werden die entsprechenden Artikelstämme erzeugt. Genau, mit der entsprechenden Attributvorübernahme. Und ich sehe jetzt auch genau, welche dieser Stücklisten Linien oder Zeilen wurden schon aligned und welche nicht und sehe dann auch, ob dazu ein Design zur Verfügung ist. Ich habe die ganze Visualisierung zur Verfügung auf beiden Seiten. Das heißt, ich sowohl auf meiner Engineering BOM als auch auf der Design BOM, da habe ich sie sowieso, da kommt es ja her. Und ich kann auch in der Engineering BOM meine Elemente selektieren und kann mir dann auch in dem anderen View angucken, welche Komponente oder welches Design gehört dazu.
Ich sehe die dazugehörigen Changes, ich habe es gerade eben erklärt, die sind dann automatisch hinzugefügt worden. Da sehe ich jetzt, welche hinzugefügt wurden. Das hat dieser Change in Context, hat das aufgesammelt. Da sehe ich jetzt also diesen Summary und kann dementsprechend jetzt auch weitergehen. Das heißt, das ist so dieses Zusammenspiel. Ich muss diese nicht händisch einsammeln, sondern wenn ich diesen Change in Context mit verwende und solche eine Strukturänderung, das heißt, ich habe jetzt hier mein entsprechendes Element erzeugt, dann werden auch die anderen, die dazugefügt wurden in die Struktur, die erzeugten Elemente eingesammelt. Gut, schauen wir uns mal an. Neu erzeugen, das ist ja immer eine ganz tolle Sache, aber die Welt lebt von Änderungen. Schauen wir uns das mal an. Wir gucken in unsere Inbox. Dort habe ich ein To-Do bekommen, dass ich eine Änderung durchführen muss. Und ich schaue mir die genau an. Und genau, dort ist es jetzt so, dass eine EBOM entsprechend abgedatet werden muss. Entsprechend der Designstruktur, die ich hier habe. Und wenn ich das jetzt mache, dann kann ich auch hier wieder drücken, also diese Funktion ausführen, Align. Dann wird mir dieser Bildschirm geteilt. Ich sehe beide Strukturen, die miteinander verbunden sind. Und ich sehe ganz rechts in dem Fenster schon die vorgeschlagenen Änderungen, die sich aus meiner Design-BOM-Änderung ergeben. Sie sehen, er erzeugt hier in der Spalte ID, sieht ihr zum Beispiel, also okay, da gibt es neue Komponenten. Da wurden also auf einer Stücklistenposition wurden Elemente ausgetauscht. Entsprechend diesem Vorgang sehe ich auch hier einen Replace-Mechanismus für meine Engineering-BOM. Ich sehe aber noch mehr. Ich sehe, dass dort ein neues Teil entsprechend angelegt wird oder zur Verfügung gestellt werden muss, damit ich das hier in dieser Struktur habe. Das heißt, das sind offensichtlich replaced und neu konstruierte Elemente. Die brauchen einen Materialstamm und das muss in die Struktur eingefügt werden. Das ist genau das, was das System Ihnen dann vorschlägt, geführt. Und ich habe die entsprechende eine Komponente, da unten wo ich dann sehe, die wurde also entfernt. Und ich sehe auch hier, ich habe eine Komponente, die entsprechend revisioniert werden muss, weil dort eine Änderung vorgenommen wird. Und ich kann das jetzt quasi, diese Proposed Updates seitlich Stück für Stück abarbeiten, prüfen, macht das Sinn, was das System mir vorschlägt und vielleicht doch anstatt einem Revise eine neue Komponente vorschlagen. Und ich kriege eine Übersicht der Änderungen. Da oben zeigt das jetzt alle auch. Und an denen ich arbeiten muss oder was ändern kann, weil eine Entscheidung treffen kann, kann ich entsprechend ausfiltern, sodass ich auch große Änderungen effizient bearbeiten kann. Wenn ich das Ganze mache jetzt hier, wie gesagt, Entscheidung und dann irgendwann mit abschließe, dann wird diese Änderung entsprechend auch übernommen in diese Engineering BOM. Mit allen notwendigen Tätigkeiten im Hintergrund, wie hier ein neues Teil zu erzeugen und so weiter. Und das finde ich, das ist wirklich eine tolle Sache für Änderungen. Klar definiert, geführt, kann ich so meine Änderungen in meine Engineering BOM übernehmen. Das hat er jetzt auch gemacht. Und entsprechend sind die Änderungen vorgenommen worden. Man sieht jetzt oben, er hat die Struktur revisioniert und entsprechend dann auch das komplette Alignment, das heißt die komplette, sage ich mal, Visualisierung, habe ich ja gesagt, geht über das Alignment, steht dann auch jetzt auf der Engineering BOM zur Verfügung. Das heißt, ich bin aktuell auf meiner Struktur. Ich kann jetzt wieder prüfen, habe ich jetzt alle Änderungen durchgenommen und das ist da oben die Funktion, die er jetzt gerade aufgerufen hat. Und ich sehe jetzt wieder an den Häkchen, dass alle meine Komponenten, die ein Alignment vorgegeben haben, entsprechend auch dort, sage ich mal, entsprechend durch sind. Ich sehe meine Änderung, auch das hier wieder, die ich auf meiner Struktur gemacht habe. Die wurde revisioniert. Ich sehe, dass manche Komponenten replaced wurden. Ich sehe die neuen Komponenten dazu. Und da unten auch die eine, die removed wurde. So, und jetzt kann ich diesen Change, diese Änderung, die auch wieder über diesen Change in Kontext vorgenommen wurde, kann ich jetzt entsprechend freigeben und er übernimmt die Änderung entsprechend mit. Genau.
Gut. Genau. Jetzt gucken wir uns mal an. Das ist der nächste Punkt. Jetzt gehen wir mal auf den Punkt, dass ich sage, ich habe jetzt hier mein Element, das ist freigegeben. Ich habe die Visualisierung dazu. Ich kann dieses jetzt konfigurieren. Ich kann also diese Baugruppe oder dieses Produkt kann ich entsprechend konfigurieren nach meinem Gusto. Wenn ich bin jetzt, sage ich mal, noch auf dem Design. Ich kann das Ganze, jetzt öffne ich dazu meine Engineering-BOM. Das heißt, jetzt bin ich auf der Part-Struktur. Ich sehe jetzt auch hier die Informationen, welches Design aligned mir ist und so weiter. Hier habe ich natürlich auch die 3D-Visualisierung zur Verfügung. Und hier auf dieser E-BOM, das ist auch der klassische Ort, wo ich jetzt ein Produkt konfigurieren kann, kann ich eine sogenannte Session erzeugen. Das heißt, ich spiele mir jetzt diesen Stand einmal kurz ein, auf dem kann ich arbeiten, kann definieren, ob diese Session auch andere sehen dürfen und habe die Möglichkeit, den jetzt sowohl in die Visualisierung zu starten und dort eine Untersuchung durchzuführen oder aber, und das ist ein ganz großer Vorteil, wenn Sie mit NX arbeiten, diese Session dann auch nach NX zu übernehmen und dort wirklich mit NX-Mitteln bis hin zur FEM-Simulation und so weiter auf der konfigurierten Struktur jetzt Ihre Untersuchung durchzuführen. Und das, wie gesagt, über dieses Alignment der beiden Strukturen, was nahtlos ineinander übergeht. Beide Strukturen sind miteinander abgeglichen und ich habe die Möglichkeit, damit auch je nach Sicht auf den Daten damit umzugehen. Gut, das war jetzt mal der Punkt, wie ich mit der Designstruktur umgehe und den Entwicklungsstrukturen, wie ich die miteinander abgleichen kann. Ich finde, über das Design EBOM Alignment hier ist das sehr schön geführt und automatisiert. Jetzt kommt man zu dem Punkt, wie es denn mit der Fertigungsstruktur aussieht. Und die Frage, die ich immer wieder führe mit Kunden, warum brauchen wir eigentlich eine MBOM? Wenn ich mir jetzt mal eine Entwicklungsstruktur angucke, ich habe es vorhin schon mal kurz ausgeführt, dann ist die einmal, hat die Ownership oder ist im Besitz des Engineerings, das heißt der Entwicklung. Und wie gesagt, das Produkt ist, oder die Struktur ist als Produktdefinition vorgesehen. Sie repräsentiert die Produktarchitektur, so ist sie auch meist gegliedert und ist für die, wenn es freigegeben ist, natürlich auch für die Fertigungsabteilung, die jetzt mit dieser Struktur umgehen müssen, nur noch schreibgeschützt. Da ist nichts dafür da. Die Anforderungen an der Fertigungsstruktur sehen immer anders aus. Das heißt, die werden durch die Fertigungsplanung erzeugt und es werden die Komponenten entsprechend dem Fertigungsvorgehen dann auch zugewiesen. Das heißt, ich verwende die Elemente wieder und so dass ich Fertigungsbaugruppen entsprechend definiert habe und auch Fertigungsteile oder Hilfsmittel und Betriebsstoffe, wo ich dann Öle, Kleber und so weiter einfüge und das Ganze dann auch mit Effektivitäten vornehme. Und die sind fertigungsspezifisch, nicht konstruktionsspezifisch. Die Konstruktion ist, für die ist das alles abgeschlossen. Wir haben das freigegeben, haben gesagt, kann ab jetzt oder ab, was weiß ich, ab der Seriennummer verbaut werden. Aber die Fertigung je nach Restbeständen und dem Umgang mit oder Einplanung mit Langläuferteilen und so weiter haben dort eventuell ganz andere Effektivitäten auf diesen Dingen. Das führt zu Konflikten und führt auch immer wieder zu der Frage, das ist doch ein klassisches ERP-Thema, das muss ich doch nicht im PLM haben. Es gibt ein paar Vorteile, wenn ich die im PLM verwalte, weil man sagt, die Fertigungsstruktur, die ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Produktdefinition oder wie ich mein Produkt fertigen kann und sollte entsprechend auch ordentlich verwaltet werden. Die Vorteile, wenn ich das im PLM mache, ist, es ist komplett integriert in den Designprozess. Ich habe keine Übergabe nach Freigabe, sondern ich kann, sage ich mal, concurrent an diesen Strukturen arbeiten, das alles wachsen lassen und bin dadurch auch, sage ich mal, deutlich schneller. Also ich verkürze damit die Markteinführungszeit. Ich habe eine Funktion, je nachdem wie ich das auspräge, von Where Used über alle Werke. Das heißt, ich kann genau sehen,
meine Engineering BOM, wie sieht das Ganze aus, in welchen Fertigungsstrukturen steckt das drin, aber auch in die andere Richtung, wenn ich sage, ich habe hier eine Fertigungsstruktur, wie sieht das in anderen Werken aus? Das heißt, ich habe da die Möglichkeit, viel besser mir das Ganze zu betrachten. Ich kann das Ganze, wir haben es gerade eben schon gesehen, 3D visualisieren. Gerade wenn man Fertigungsplanung macht und sagt, aber Arbeitspläne anlegt, ist das eine große Hilfe. Und dadurch ergibt sich auch eine erhöhte Stücklistenqualität für die Produktion, für die Fertigung in frühen Phasen, weil ich die einfach mitwachsen lassen kann. Ich habe da ganz andere Möglichkeiten und so weiter. Es ist die Grundlage für die Prozessplanung und meist ist das auch noch, das kommt aber irgendwann nochmal, außerdem dann so ein Gatekeeper für das ERP. Genau. Wie kann ich MBOM in Teamcenter verwalten? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können natürlich jederzeit im Strukturmanager eine einzelne Stückliste, die dann sehr fertigungsnah ist, aufbauen mit den Funktionalitäten. Gefühlt geht das seit 100 Jahren. Das ist aber nicht das, was wir jetzt unter MBOM-Management verstehen. Da habe ich die Möglichkeit im Multistrukturmanager, ähnlich wie wir es beim Design gesehen haben, mit einem Splitted View Strukturen abzugleichen. Über, sage ich mal, EasyPlan, das ist ja der sage ich mal, Manufacturing Planning Modul für den Active Workspace, habe ich aber auch die Möglichkeit, ein sauberes MBOM Management, und zwar ähnlich wie wir es gerade eben gesehen haben, mit dem entsprechenden Alignment zwischen den einzelnen Strukturen vorzunehmen. Das heißt, das, was wir gerade eben bei der Designstruktur genommen haben, hatten wir auch bei den entsprechenden Funktionen auf der MBOM-Struktur. Gucken wir mal rein. Wie gesagt, die Ansicht sieht ähnlich aus. Es gibt da das MBOM-Management in dem Active Workspace dann natürlich mit der 3D-Visualisierung, wie wir es gerade eben auch schon gesehen haben. Das Ganze kann auch konfigurationsgesteuert sein über einen Produktkonfigurator oder andere Möglichkeiten. Ich kann Fertigungsattribute dort validieren lassen dabei. Ich habe ein integriertes Änderungsmanagement, natürlich. Das Engineering Change schlägt da durch. Die entsprechende Integration zu ERP und MES. Und genau, habe ich dann, wie gesagt, die Möglichkeiten auch wieder die Auswirkungen der technischen Änderungen auch auf meine Fertigungsstruktur, wie wir es gerade eben gesehen haben, auch darzustellen. Diese Erstellung der MBOM ist, wie gesagt, hat immer einen Startpunkt. Der Startpunkt ist, dass ich eine EBOM habe, die eine gewisse Reife erreicht hat. Genau, das heißt, ich brauche in irgendeiner Form eine eingefrorene EBOM, wo ich sage, auf der können wir jetzt anfangen zu arbeiten. Das heißt, innerhalb des Moduls EasyPlan wird jetzt hier ein Arbeitspaket erstellt. Es gibt den MBOM Manager als Applikation innerhalb des Active Workspace, der wird geöffnet. Und dann habe ich die Möglichkeit, wie gesagt, mit diesen Strukturen zu arbeiten. Das gucken wir uns auch dann gleich mal an, würde ich sagen. Wichtig ist, dass ich dort genauso unterstützt werde. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir das Ganze anschaue innerhalb von links, dann ist das Erste, was ich mir anlege, ist wie gesagt dieses Work Package. Damit definiere ich, was ich eigentlich dort sage ich mal, bearbeiten möchte, um was es dort geht. Das ist der Kontext oder stellt den Kontext dar für diesen Punkt. Hier ist es so, dass ich natürlich zuerst eine EBOM hinzufügen muss, weil das ist ja meine Basis für die MBOM. Das heißt, hier suche ich jetzt über die Suche, die im Active Workspace zur Verfügung steht, mein entsprechendes Produkt und füge das dann in dieses Work Package mit ein. Mit der entsprechenden Revision Rule, damit die auch sauber aufgelöst wird. Und daraus kann ich jetzt kann ich entweder eine existierende MBOM verwenden oder aber ich lege eine neue an. So, hier wird jetzt das entsprechende schon vorhandene verwendet und auch hier mit einer eigenen Revision Rule und damit ist das Arbeitspaket erstellt. Wie gesagt, der erste Schritt. Und auch hier habe ich jetzt die Mechanismen zur Verfügung,
wie wir es vorhin sehen. Entsprechend, ich habe meine EBOM hier zur Verfügung mit seiner Struktur. Ich habe hier oben meine Work Package definiert, wo ich dann auch meine Arbeitsstation oder andere Dinge habe, die ich dort verwenden kann. Und hier geht es jetzt wieder an, dass ich auch die 3D-Visualisierung habe und ich kann mir jetzt die entsprechenden, sage ich mal, visuell meine benötigten Komponenten selektieren und entsprechend dann auch in meine Fertigungsstruktur übernehmen. Das macht er jetzt auch hier, genau, ein bisschen zu schnell, da Assign heißt es hier nicht Align. Und Sie sehen auch hier haben wir die gleiche visuelle Unterstützung, was bereits zugewiesen ist. Sie sehen das auf dem Assembly, dieses Trunnion Assay, zeigt er mir etwas an, dass es teilweise zugewiesen sind, dass da offensichtlich noch Komponenten sind, die noch nicht zugewiesen sind und die anderen sind noch offen. Das heißt, ich kann jetzt hier mir das Ganze zur Hilfe machen, um Stück für Stück meine ganzen Elemente dort dann zuzuweisen. Genau. Ich habe hier jetzt die Möglichkeit, auch direkt Fertigungsteile zu erstellen und hinzuzufügen. Das heißt, ich kann das Ganze entsprechend clustern und so meine Baugruppen, also wenn ich etwas vormontieren muss und so weiter, was ich entsprechend vorsehen muss, kann ich mir diese Elemente jetzt auch hier erstellen. Gibt es eine Empfehlung von, dass man dort, also wie gesagt, die werden jetzt zugewiesen. Das heißt, hier habe ich jetzt diesem Manufacturing Assembly zugewiesen und dort stehen sie dann auch zur Verfügung. Und so gehe ich jetzt meine Struktur durch, weise die durch zu. Wie gesagt, da unten habe ich jetzt noch meine Schrauben hier, 4 an der Zahl, die füge ich jetzt hier dazu. Da sollen sie konsumiert werden und so weiter. Also so gehe ich meine Strukturen durch und erzeuge so meine Strukturen, die ich benötige dafür. Damit sehe ich auch bei gepackten Positionen, dass diese teilweise schon verbaut sind. Das heißt, ich habe eine klare visuelle Hilfe, was ich schon alles in meiner Fertigungsstruktur entsprechend verbaut habe. So, jetzt hat er die restlichen 2 verbaut und dementsprechend haben wir dort auch alles sauber. Es fehlen leider noch die Scheiben, die verbaut er jetzt auch noch. Genau. Und Sie sehen, die werden dann auch gepackt übernommen, nicht einzeln, mal 4. Das heißt, da habe ich jetzt die Möglichkeiten und ich kriege jetzt auch angezeigt auf diesem Trunnion Assay hier drüben, wo meine Maus ist, dass dort die entsprechenden, sage ich mal, Komponenten alle in der Fertigungsstruktur vorhanden sind. So, das Ganze geht auch in die andere Richtung. Ich kann also eine Komponente in meiner Fertigungsstruktur selektieren und sagen, zeig mir das doch mal an. Und entsprechend dann auch über dieses Icon in die andere Richtung. Wir sehen das also in ähnliches Vorgehen, wie wir das beim Design gesehen haben, wo ich hier die Strukturen abgleiche und immer eine Indikation kriege, was ist denn schon alles verbaut. Effektivitäten ist noch ein wichtiger Punkt, gerade in der Fertigung. Sie sehen, auf der einen Komponente habe ich eine Effektivität, die würde dann auch entsprechend übernommen. Die kann ich aber fertigungsspezifisch dann auch überschreiben. Das heißt, dass ich dort das Ganze dann anders vorgehen. Mein Fertigungsassembly, was ich angelegt habe, natürlich kann ich das freigeben und damit ich das dann auch weiter verwenden kann, wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist. Also das sind so natürlich die Funktionalitäten, die in Teamcenter zur Verfügung stehen und dann auch verwendet werden können für diese ganzen Fertigungselemente. Ganz klar. Gut, das ist wie gesagt, wie ich so etwas erzeuge und erstelle. Und genau, und jetzt gehen wir eins weiter und gucken uns mal an, wie das denn bei Änderungen aussieht, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Änderungen, die auf Strukturen kommen, gehen über ein Change Management üblicherweise. Und da ist es so, dass ich auch hier wieder über meine Inbox komme. Das heißt, ich habe einen entsprechenden Task aus meinem Änderungsprozess durchbekommen. Das heißt, ich kriege eine Engineering Change Notice, eine Information, dass eine Änderung durchgeführt wurde, die ist an mich, an den Fertigungsmenschen gekommen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, den Fertigungsimpact zu sehen. Hier sehe ich, dass es dort dieses Work Package davon, sage ich mal,
betroffen ist. Und jetzt kann ich eine sogenannte Fertigungs-Change Notice generieren. Das heißt, alle die Aufgaben definieren, die jetzt notwendig sind, um diese Änderung bei mir in die Produktion einfließen zu lassen. Das Ganze, wie gesagt, habe ich jetzt auch wieder geführt, so wie Sie es vorhin gesehen haben. Ich sehe die eine, also aus meiner EBOM sehe ich jetzt, was sie hat sich geändert. Ich kann dann einzelne Elemente, gerade in großen Strukturen, fokussieren. Und jetzt sehe ich auch, wo diese Änderung steckt und ich kann sagen, wie damit umgegangen wird. Ob ich die übernehmen soll und so weiter. Ob ich etwas anderes vielleicht tun muss. Vielleicht auch neue Fertigungsassemblies als sollen, das Ganze umstrukturieren und so weiter. Das ist ja alles eine Entscheidung, die ich als Fachmann treffen muss. Und natürlich dann auch eine entsprechende Effektivität. Hier haben wir eine Effektivität, die auf Serialnummer läuft oder auf Seriennummer. Und entsprechend kann ich die jetzt auch sagen, wann die einfließen soll. Dazu habe ich dann auch, genau, also revisionieren, überarbeiten, gleicher Mechanismus, wie wir es vorhin gesehen haben, Komponenten austauschen, alt gegen neu und diese Änderung dann auch mit einer Effektivität in die Fertigung einsteuern zu können. Da sehe ich jetzt, dass dort die entsprechend Komponenten, kann mir die dann wieder entsprechend validieren lassen, die Effektivität, und kann die auch so ein bisschen visuell unterstützt dann auch setzen. Und so, dass ich Altteil gegen Neuteil, das war gerade eben dieser rote Indikator, dass dort die Komponente zweimal vorhanden ist, dass ich dort die Effektivitäten überschnitten habe und so kann ich die entsprechend abgleichen. Genau. Das ist so der Mechanismus, der dort im Bereich, dort auch bei Änderungen durchgeführt ist. Das heißt, auch hier als Anwender werde ich vom System maximal unterstützt, diese Änderung von einer Struktur, hier von meiner EBOM, in meine Fertigungsstruktur zu übernehmen, die entsprechenden Effektivitäten zu betrachten und ich kriege das entsprechend angeteilt. Und das im Kontext einer Manufacturing Change Notice. Das heißt, auch hier kann ich jetzt alle davon betroffenen Abteilungen, Organisationseinheiten über diese Change Notice informieren lassen, sodass wir wirklich dann auch alle Informationen haben, damit klar ist, was kommt auf die Kollegen in den sogenannten, auf Neudeutsch, Downstream-Prozessen zu. Auch hier, das ist keine losgelöste Funktionalität, haben Sie gesehen, das Änderungsmanagement ist immer im Hintergrund mit aktiv über dieses Änderungs- und Kontext. Wie ich finde, eine saubere, definierte Lösung. Genau. Gut, das heißt, was wir jetzt gesehen haben in den letzten 54 Minuten, das wird wieder eine Punktlandung von meiner Seite aus, ist, dass wir in Teamcenter die Möglichkeit haben, die unterschiedlichen Strukturen, die üblicherweise in einem Unternehmen da sind, das heißt die Designstrukturen mit den Entwicklungsstrukturen, mit den Fertigungsstrukturen entsprechend abzugleichen. Teamcenter bietet Ihnen dort maximale Unterstützung, das Ganze halbautomatisch, automatisch zu tun und das, wie gesagt, schön integriert im Active Workspace, wie ich finde. Genau. Wenn Sie mitgenommen haben, dass Teamcenter Ihnen die Möglichkeit gibt, wie gesagt, einfache Verwaltung, Abgleich der unterschiedlichen Strukturen, und zwar von der Konstruktion bis hin in die Fertigung, durch parallele Darstellung von Strukturen, durch visuelle Indikation der abhängigen Informationen und durch die geführte und automatische Zuweisung von Elementen der Design-, Produkt- und Fertigungsstrukturen, sowohl bei Neuanlage als auch bei Änderung. Die Verwendung der 3D-Visualisierung in der Design-, Produkt- und Fertigungsstruktur steht Ihnen zur Verfügung, dadurch mit den genannten Vorteilen dann auch für Sie auch einen Mehrwert zu generieren. Und Sie haben halt jederzeit Checks zur Verfügung, wo Sie dann die Zuweisung, sind alle Elemente zugewiesen, ist das Ganze vollständig, jederzeit überprüfen können, um eine konsistente Struktur oder konsistente Strukturen einfach sicherzustellen. Und zwar unabhängig von den jeweiligen Verantwortlichkeiten, sondern wirklich zu schauen, passt das, was dort abgeglichen wird. Das war es von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, sie zu stellen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Dankeschön.